Heute zeige ich euch eine Reliquienkammer, deren Wände vollkommen mit menschlichen Knochen dekoriert sind. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Bizarren. Euer Totengräber befindet sich heute in Köln, genauer gesagt in der Kirche St. Ursula. In dieser Kirche befindet sich die Goldene Kammer, ein Raum, der im wahrsten Sinne des Wortes bis unters Dach dekoriert ist mit menschlichen Knochen und Schädeln. Der Legende nach gehören diese Gebeine der heiligen Ursula und ihren Gefährtinnen. Diese Legende ist nicht ganz leicht zu erzählen, da sie in Jahrhunderten ausgeschmückt wurde, sich verändert hat und die erwähnten Personen historisch nicht belegt sind. Außerdem existieren verschiedene Versionen einiger Details, aber sie lautet im Grunde so. Die gläubige Jungfrau aus dem heutigen England befand sich im 4. Jahrhundert auf einer Wallfahrt nach Rom. Mit dem Schiff ging es nach Basel und von dort zu Fuß nach Italien. 11.000 Frauen sollen es gewesen sein, doch vermutet man, dass diese Zahl auf einem Lesefehler beruht und es doch nur 11 Frauen waren. Auf dem Rückweg begegneten sie fatalerweise bei Köln den Hunnen. Diese ließen Ursula und ihren Gefährtinnen die Wahl: Zwangsheirat oder Tod. Da für die strenggläubigen Frauen eine Heirat mit den heidnischen Kriegern nicht in Frage kam, gingen sie lieber alle in den Märtyrertod. Ab dem 12. Jahrhundert wurden zuerst durch Baumaßnahmen, später durch gezielte Reliquiengrabungen immer wieder Gebeine entdeckt. Ein römisches Gräberfeld wurde kurzerhand zur Ruhestätte der Jungfrauen erklärt. Durch den Fund von Männer- und Kinderknochen wurde die Legende erweitert. Der Papst soll die Frauen mit seinem Gefolge auf dem Rückweg begleitet haben. Und auch der Verlobte Ursulas, Prinz Eterius, soll inzwischen, ebenfalls mit Gefolge, auf dem Festland angekommen und mit in den Tod gegangen sein. So hatte man praktischerweise auch genug Material für den schwunghaften Reliquienhandel. 1643 wurde die Goldene Kammer gestiftet, um die Reliquien zu beherbergen. Freunde, als ehemaliger Totengräber ist mir der Umgang mit menschlichen Gebeinen nicht fremd, und ich hatte vorher schon Fotos der Kammer gesehen. Jedoch war ich tief beeindruckt, als ich die Goldene Kammer betrat. In den Regalen stehen Dutzende Reliquienbüsten. Hinter kleinen Fenstern in den goldenen Verzierungen stehen Totenschädel und die Wände sind verziert mit menschlichen Gebeinen. Angeordnet zu Kreuzen, Herzen und Mustern bilden sie ein riesiges, morbides Kunstwerk. An der Wand der Altarseite sind die Knochen zu Buchstaben zusammengestellt. Und so steht dort in lateinischer Schrift: Heilige Ursula, bete für uns. Heiliger Eterius, bitte für uns. Krone der Märtyrer. Eine sehr nette Person vom Förderverein wies mich noch auf einige Besonderheiten hin. Einem Schädel sieht man sogar Verletzungen an, die womöglich von einem Morgenstern stammen und bestimmt die Todesursache waren. Während die Wände und Regalrückseiten in einer blaugrauen Farbe gehalten sind, gibt es ein rotes Rechteck an der Wand. Irgendwann beschloss man, die Wände rot zu streichen, als Symbol für das vergossene Blut der Märtyrerinnen. Später stellte man jedoch fest, dass die Farbe die Knochen angriff und schädigte. Also mussten alle Knochen nochmal abgenommen und die Farbe wieder entfernt werden.
Auf dieser einen Platte waren jedoch viele kleine und dünne Knochen angebracht, und man wagte nicht, die angegriffenen Knochen nochmal abzunehmen. So verblieb diese eine Stelle rot. Die heilige Ursula ist heute Patronin der Stadt Köln. Und auf dem Kölner Stadtwappen erinnern 11 kleine schwarze Hermelinschwänze an die 11 oder 11.000 getöteten Jungfrauen. Ich hatte das Glück, dass wenige Tage vor meinem Besuch auch die sogenannte Schatzkammer zur Besichtigung freigegeben wurde. Über eine sehr schmale Wendeltreppe gelangt man in die erste Etage. Hier sind verschiedene Arten von Behältern ausgestellt, in denen man Reliquien aufbewahrte. Nach der Goldenen Kammer und der Schatzkammer besuchte ich danach noch eine dritte Kammer, die Schreckenskammer. Hierbei handelt es sich um ein Brauhaus mit über 500 Jahren Geschichte. Woher der Name stammt, ist nicht sicher und es gibt mehrere Erklärungen. Eine Legende besagt, der Name kommt daher, dass früher zum Tode Verurteilte auf dem Weg zum Richtplatz für die Henkersmahlzeit hierher gebracht wurden. Leider wurde das Originalgebäude 1943 bei einem Bombenangriff völlig zerstört. Das Brauhaus ist 1960 an diesem neuen Standort wiedereröffnet worden. Was blieb, ist der Name.